muss sich irgendwo entscheiden, ob man den Fokus mehr auf die Produktivität legt oder man besinnt sich auf wenige einzelne, aber dafür perfekt durchdachte Instrumente. Man wird zwangsläufig in dem Beruf zum Perfektionisten. Ich kann schnell eine Sache gut machen, aber um eine Sache annähernd perfekt zu machen, brauche ich das Hundertfache an Zeit und auch Energie. Und das ist eine wichtige Frage, die man sich als Gitarrenbauer auch beantworten muss. Möchte ich Abstriche machen bei meinen Instrumenten oder möchte ich das nicht? Und ich habe mich dafür entschieden, das eigentlich nicht zu machen. Weil ich weder im optischen noch im klanglichen Einbußen hinnehmen möchte. Geduld musste ich lernen und das lernt man aber zwangsläufig, weil alles so langsam vonstatten geht und gerade wenn man es traditionell lernt, muss man diese Geduld entwickeln, weil sonst ist man in dem Beruf falsch. Man sieht, wie man der Vorstellung, die ja eigentlich immer recht schwer zu erreichen ist, aber immer ein Stück weiter entgegenkommt. Und irgendwann erreicht man den Punkt, an dem es nichts mehr zu verbessern gibt. Wenn ich mich mit den Umsetzungen meiner Vorstellungen von Gitarre auseinandersetze, dann ist das immer Leidenschaft und das ist mir doch tatsächlich dann auch total egal, ob ich das Instrument verkaufe oder nicht, weil ich es für mich gebaut habe. Ich habe meine Vorstellung umgesetzt und ich habe aber das Glück in den letzten Jahren gehabt, dass ich da auch einen Nerv bei vielen Menschen treffe und die meine Philosophie dahinter erkennen und die auch würdigen. Böse Zungen behaupten immer gerne, es gäbe keinen Unterschied zwischen einer Gitarre, die 2000 Euro kostet und einer Gitarre, die 8000 Euro kostet. Man muss nicht mal ein absolutes Gehör haben, um im direkten Vergleich hören zu können, wo die Unterschiede liegen. Die Unterschiede liegen ganz klar im Obertonverhalten eines Instruments. Das Obertonverhalten ist das Kleid eines Klangs. Desto mehr Obertöne mitschwingen, desto bunter wird der Ton. Und die Anzahl der vorhandenen Obertöne ist bei handgefertigten Instrumenten generell immer höher. Es gilt, ein System zu schaffen, was nichts anderes will als schwingen. Und desto besser einem das gelingt, desto mehr Obertöne werden mitschwingen. Wenn ich jetzt Energie auf ein Stück Holz gebe, sei es mit dem Stemmeisen, Schnitzer, Feile, Raspel, dann verpufft die nicht nur in Spanabtrag und Hitze, sie bleibt auch im System erhalten. Das hinterlässt alles Spuren und da ist für mich die Seele des Instruments zu Hause. Ansonsten ist Gitarrenbau eigentlich sehr vielseitig. Es gibt Arbeiten, die sind sehr fein. Es gibt Arbeiten, die sind noch viel feiner. Dann gibt es sehr grobe Arbeiten. Dann gibt es noch gröbere Arbeiten. Es gibt Arbeiten, an denen verzweifelt man und die gilt es irgendwie zu beherrschen. Und das kommt nur über die Erfahrung und das macht Spaß.
das ist deine Abwechslung. Es ist harte Arbeit, aber es ist auch tatsächlich Spaß.